Und damit sind wir schon beim eigentlichen Thema. Also ich freue mich, dass ich hier bei Ihnen sein darf, dass wir ein bisschen über die Apokalypse sprechen können. Ein Buch, das ja so im allgemeinen Sprachgebrauch eher in Verruf ist. Weil Apokalypse, der erste Gedanke, oh Gott, Weltuntergang, alles ist schrecklich. Und es ist aber ganz etwas anderes in Wahrheit. Und das möchte ich versuchen, heute Ihnen nahezubringen, dass dieses Buch der Apokalypse eigentlich das zentrale Buch des Christentums ist, der Zielpunkt des Christentums ist, der Weg, wo die Entwicklung hingeht. Und um was es in dem Buch geht, sagen schon die ersten 3 Worte. Und man muss es dann nur ins Deutsche richtig übertragen, dann weiß man, was damit gemeint ist. Es heißt Apokalypsis Jesu Christo. Das sind die ersten 3 Worte. Und das heißt, wenn man es auf Deutsch übersetzt, Offenbarung Jesu Christi oder besser gesagt noch Enthüllung Jesu Christi. Das heißt, ein immer stärkeres Bewusstwerden dessen, was der Christus ist, was er für die Menschheit sein kann, was er für jeden einzelnen Menschen sein kann und damit zugleich auch ein Hinweis darauf, auf die Enthüllung des individuellen menschlichen Ichs und wie das mit dem Christus innig zusammenhängt. Das ist das Kernthema, um das es in der Apokalypse geht. Und das wird in verschiedenen Stufen entwickelt. Es wird sozusagen ein Schleier nach dem anderen weggezogen. Also die Enthüllung geht nicht so einfach, sondern es wird Schleier für Schleier weggezogen, bis wir dann zu dem großen, furiosen Ende kommen, wo das neue Jerusalem aufleuchtet. Und das neue Jerusalem ist im Grunde nichts anderes als ein ganzer neuer Kosmos, der geschaffen wird. Und an dessen Schöpfung der Mensch mitbeteiligt ist. Das geht weit in die Zukunft natürlich, aber alle diese Stationen, die in der Apokalypse besprochen werden, haben in jedem Moment unseres Lebens, unserer Kulturentwicklung eine gewisse Bedeutung. Und man muss nur versuchen, sie richtig zuzuordnen. Also es ist einerseits ein großer chronologischer Bogen, der in der Vergangenheit beginnt und weit in die Zukunft reicht, aber das Ganze ist auch immer hier und jetzt wirksam. Und jedes der Bilder spricht zu uns in einer ganz bestimmten Sprache, die wir hier und jetzt und heute für uns selber anwenden können und wo wir ein Bewusstsein dafür langsam, wenn Hülle für Hülle, Schleier für Schleier fällt, ein Bewusstsein dafür bekommen, welch gewaltige Kraft in unserem individuellen Ich zu uns spricht, mit uns wirkt, für uns wirkt. Und nämlich die Christuskraft. Das ist damit gemeint. Die Christuskraft ist so etwas, ja, man könnte sagen, wie die kosmische, große, makrokosmische Ich-Kraft. Und diese Ich-Kraft wirkt in unserem individuellen Ich genauso. Und zwar wirkt sie so, dass sie in völliger Freiheit wirkt. Das ist das ganz Wichtige. Also wir sind nicht in irgendeiner Form sozusagen Diener Gottes im Sinne von wir führen Befehle aus, sondern wir sind Mitarbeiter Gottes. Das ist das, wozu wir aufgerufen sind, mitzugestalten, die Welt. Und zwar, je weiter das geht, in immer größeren Dimensionen. Aber es fängt an mit der Umgestaltung von sich selbst. Bis wir einmal so weit sind, einen großen Makrokosmos mitzugestalten, müssen wir erst einmal lernen, unseren kleinen Mikrokosmos zu gestalten. Und das bedeutet geistige Arbeit im christlichen Sinne, an sich so zu arbeiten, dass man selbst ja im Grunde von Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde, von Minute zu Minute immer wieder ein neuer Mensch wird. In der Apokalypse sagt der Christus dann irgendwo, also wird zitiert drinnen, ich mache alles neu. Ich mache alles neu. Das gilt aber für das menschliche Ich auch. Das Ich ist etwas, was sich in jedem Augenblick neu erschafft.
Darum ist es so schwer zu fassen, weil man kann das Ich nicht wie einen Gegenstand fassen oder wie einen abgeschlossenen Begriff. Es ist ununterbrochen, schöpferisch in Bewegung und die erste Tätigkeit ist, sich selbst zu schaffen. Das ist der eigentlich göttliche Funke, der in uns ist. Und das ist im großen makrokosmischen Sinn der Christus, aber das sind wir im Kleinen. Dort, wo wir diese Kraft rege machen, sind wir erst wirklich wir selbst. Damit wir das alles verwirklichen können, sind uns Leibeshüllen gegeben, damit wir auf Erden leben können, also ein Seelenleib, wenn man so will, oder Astralleib, wie es Rudolf Steiner nennt. Es ist uns ein Lebensleib gegeben, die Lebenskräfte und schließlich auch ein physischer Körper, der sogar stofflich geworden ist und den wir dann angreifen können. Und diese Hüllen sind uns zunächst verliehen worden, aber unsere eine Aufgabe ist die, diese Hüllen selbst immer mehr umzuwandeln. Das Ich, das schafft sich sowieso immer selber. Wenn es das nicht tun würde, wäre es nicht da. Das Ich kann also gar nicht anders, als sich selbst zu schaffen. Das Ich kann nicht sagen, jetzt bin ich müde, jetzt lege ich mir eine Stunde hin und mache einmal eine Pause, dann wäre es nicht mehr vorhanden, dann wäre es weg. Aber der Punkt ist jetzt, wie geht es weiter, wenn dieses Ich seine Leibeshüllen beginnt zu ergreifen und umzuwandeln. Und das Erste und Wichtigste, und das ist vor allem ein zentrales Thema auch der Apokalypse, umarbeiten die eigene Seele, den eigenen Seelenleib, die eigenen Astralkräfte und sie zu verwandeln zu etwas, was Rudolf Steiner nennt, das sogenannte Geist selbst. Also so etwas wie ein höheres Selbst. Wir schaffen eigentlich durch unsere Ich-Kraft etwas, was noch darüber hinausgeht, was noch höher ist. Unser Ich steigt dadurch höher in gewisser Weise, weil es die Kraft entfaltet hat, Seelisches, Astralisches nicht nur umzuwandeln, sondern völlig neu zu erschaffen. Die Reinigung der Seele, da kann man weit in die Vergangenheit zurückgehen, war das immer auf dem Schulungsweg, wenn man zum Geistigen gehen wollte, wenn man auf dem Weg war, ein Eingeweihter zu werden, war immer damit verbunden die Reinigung der Seele. Die Erschaffung des Geistes selbst ist mehr als die Reinigung der Seele. Reinigung der Seele heißt, ja, ich versuche meine ganzen Unarten, sagen wir es einmal so, die ich habe, meine Triebe, meine Begierden, die in mir wirken müssen, sonst könnte man gar nicht auf Erden leben, aber sie können halt manchmal auch ins Übermaß geraten. Und wenn man auf den Weg der Läuterung sich begibt, dann heißt es zunächst, ich versuche diese Triebe irgendwie zu verwandeln, loszuwerden, mich zu reinigen davon. Aber damit sind sie im großen Weltzusammenhang nicht aus der Welt geschafft. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, die man sich zu Bewusstsein führen sollte. Rudolf Steiner spricht davon in einem Vortragszyklus, den er das 5. Evangelium nennt. Also er schreibt ein 5. Evangelium oder berichtet davon. Und in diesem 5. Evangelium wird die Zeit geschildert, die in den anderen 4 Evangelien nicht geschildert wird, nämlich vom 18. Lebensjahr des Jesus bis zu seinem 30. Lebensjahr. Bis dann also die Jordantaufe erfolgt, also bis dann eigentlich der Christus in Wahrheit sich erst beginnt zu verkörpern in dem Jesus. Es ist nämlich nicht so, dass er schon von Anfang an wirkt in ihm, sondern das beginnt erst mit dem 30. Lebensjahr. Aber da ist eine Schlüsselszene, kurz bevor es zu dieser Jordantaufe kommt, ist eine Schlüsselszene, dass dieser Jesus eben durchs Land zieht, eben auch einen Schulungsweg durchmacht, einen geistigen Weg durchmacht und auch zu den Essenern kommt, die bekannt dafür waren, dass sie also sehr strenge Katharsis, also eine Reinigung des Seelischen geübt haben als Vorbereitung für die geistige Entwicklung. Und er hat sich mit diesem Orden beschäftigt, war teilweise auch aufgenommen und hat Übungen mitgemacht. Und als er diesen Orden dann verlässt,
sieht er in einer großen geistigen Vision, was passiert dadurch, dass diese Mönche dort, diese Menschen, die sich reinigen, was die in ihrer Umgebung bewirken. Sie bewirken durch ihre Reinigung, dass das seelisch negative Dunkle, von dem sie sich befreien, auf die gesamte Umwelt abgeladen wird. Das heißt, auf die Menschen, die rundherum leben, ja letztlich auf die ganze Seelensphäre der Erde. Und das heißt, es gab in der Vergangenheit niemals eine Möglichkeit für die Menschheit im Grunde höher zu steigen, ohne dass nicht auch andere nach unten sinken müssen, die beladen werden mit dem, von dem sich die wenigen reinigen dürfen. Es ging nicht anders in der damaligen Zeit. Und durch die Inkarnation des Christus und seine 3 Erdenjahre, die er durchlebt hat und dann durch das Mysterium von Golgatha gegangen ist, also durch den Kreuzestod gegangen ist, abgestiegen ist in das Reich des Todes. Wir werden das dann hören drinnen, dass ganz besonders betont wird, dass der Christus den Schlüssel zum Reich des Todes hat. Es ist gar nicht die Rede davon vom Schlüssel zum Himmelreich, sondern vom Schlüssel zum Reich des Todes. Weil das teilt er mit den Menschen, dass wir ihm auch mit dem Reich in starker Verbindung sind. Aber dadurch, dass diese Christuskraft hineingekommen ist, sich mit der Erde, mit den Menschen und mit dem individuellen menschlichen Ich verbunden hat, dadurch ist eine ganz, ganz neue Kraft erwacht, nämlich eine Kraft, die Seelisches aus dem Nichts erschaffen kann und negatives Seelisches ins Nichts auflösen kann. Das ist das ganz Große. Und in dem Maße, in dem uns das gelingt, arbeiten wir jetzt schon so klein einmal daran mit, das neue Jerusalem zu erbauen. Also eine neue kosmische Welt, die einen ganz anderen Charakter haben wird als unsere Erdenwelt. Und da muss man den ganzen Kosmos mit den Planeten und so weiter rundherum auch noch dazu zählen. Also das ist eine riesige Dimension. Aber die wird einen anderen Charakter haben, andere, wenn man so will, Naturgesetze haben, als wir sie jetzt haben. Denn das zentrale Naturgesetz dieses neuen Jerusalems, oder wie es Rudolf Steiner oft auch nennt, den sogenannten neuen Jupiter, hat nichts mit unserem heutigen Jupiter so direkt zu tun. Das wirkliche Naturgesetz wird dort die Liebe sein, die in allem waltet. Und wir werden versuchen, jetzt das ein bisschen dem nachzuspüren, was das bedeutet, weil auch das Wort Liebe wird ja sehr oft gebraucht und wenn man was Schönes sagen will, sagt man Liebe, 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 aber man muss sich erst bewusst machen, welche Kraft da dahinter steckt, welche große Kraft dahinter steckt und dass Liebe viel, viel mehr ist als ein bloßes Gefühl. Das gehört auch dazu. Liebe ist zum Beispiel auch lebensspendende Kraft. Ja, es ist noch mehr, es ist weltenschaffende Kraft. Es ist die Kraft, sich an die Welt hinzugeben, beziehungsweise überhaupt sich hinzugeben und dadurch eine Welt zu schaffen. Das ist Liebe in der größten Form. Und darum geht es in der Apokalypse, den Weg dorthin zu zeigen. Aber vielleicht gebe ich Ihnen jetzt einmal so ein bisschen einen groben Umriss, welche Stationen da durchgehen. Die erste Frage ist aber, wer ist denn dieser Johannes, der Evangelist oder der Apostel Johannes, der gilt als der Schreiber dieser Apokalypse, es auch ist. Es wird auch in der Kirche meistens gesagt, oder dass er identisch ist mit dem sogenannten Lieblingsjünger des Christus, der ausschließlich im Johannesevangelium genannt wird, wo aber nie der Name Johannes vorkommt, jedenfalls nicht im Sinne auf diesen Jünger bezogen. Also es ist ein ganz besonders dem Christus nahestehender Mensch, um den es dabei geht. Und wenn man jetzt den Ausführungen Rudolf Steiners folgt, dann sieht man oder beginnt zu ahnen, wieso er ihm so nahe steht. Welche Entwicklung hat dieser Johannes durchgemacht? Wie wurde er überhaupt zu dem Johannes? Johannes ist nämlich sein Einweihungsname, könnte man sagen.
Und da weist Rudolf Steiner darauf hin, dass dieser Lieblingsjünger, der dann den Namen Johannes trägt, niemand anderes ist als jener Lazarus, der von dem Christus von den Toten auferweckt wurde. Kurz bevor die Ereignisse auf Golgatha dann beginnen. Das ist eigentlich der Schritt, der dann die Pharisäer, die Juden so erbost, dass sie sagen, dieser Mensch kann nicht mehr weiterleben. Der macht Dinge, die selbst wir nicht mehr können aus der alten Einweihung heraus, und er macht sie auf völlig neue Art, und das muss unterbunden werden. Also da war der gewaltige Kampf da zwischen einer alten Geistesströmung, die eben diese Ich-Kraft noch nicht in sich so entwickeln konnte, dass sie aus der heraus frei schöpfen konnte, sondern wo es ganz klar war, ich muss mich unterwerfen dem, was von oben aus der göttlichen Quelle fließt. Und das, was der Christus macht, ist eigentlich was anderes. Nicht, dass er im Widerspruch dagegen steht, aber er weiß, der Mensch muss seinen Teil aus Freiheit dazu beitragen. Und er ist nicht nur Ausführungsorgan dessen, was da oben ist. Also eine ganz neue Schöpfung entsteht, an der jeder einzelne Mensch im Grunde mitbeteiligt ist. Machen wir uns das bewusst, mitbeteiligt an der Weltschöpfung. Nicht eine Ausführung eines fertigen Planes, der in allen Details schon da ist, sondern etwas, was der Mitwirkung des Menschen bedarf. Und was er durch sein Ich schaffen kann, machen kann. Und das sollte uns eigentlich Mut machen. Daher ist das Buch der Apokalypse nicht ein Buch, das uns primär von Katastrophen schildert. Das sind eigentlich in Wahrheit Bilder, um die Seele aufzurütteln, um die Seele zum Erleben zu bringen, weil wenn wir nicht nur bloß vom Verstand, sondern vom seelischen Erleben, vom seelisch-geistigen Erleben, also etwas tiefer hineindringen wollen in die Sache, dann brauchen wir einfach diese seelische Erschütterung. Wenn wir anfangen wollen, wirklich unser Seelisches zu verwandeln, dann müssen wir es in seiner Tiefe kennenlernen. Nicht nur an der Oberfläche. Nicht nur unser Gefühlsleben, so wie wir es besonders heute in unserer Zeit haben. Wir sind ja im Grunde gefühlsmäßig im Vergleich zu den Menschen noch der Goethezeit. Sind wir armseligst. Ich meine, es ist so, zu Goethes Zeiten ein kleines Gedicht, das irgendeinen starken Inhalt hatte, und die größten, stärksten Männer und die gebildetsten Männer sind schluchzend in Tränen ausgebrochen, weil sie es so stark empfunden haben. Ich meine, es ist schon eine Tugend, dass wir uns weiterentwickelt haben, es auch zurückhalten zu können. Es muss ja nicht immer gleich äußeren Ausdruck finden. Nur der Punkt ist, dass wir es meistens heute gar nicht mehr so stark erleben. Weil es ist wenn man so etwas selbst in den kleinen Dingen nur bei so einem Gedicht erlebt, dann ist es welterschütternd. In Wahrheit ist es welterschütternd. Und die Apokalypse ist ein Buch, das aus dem Bewusstsein geschrieben ist, ich kann an meinem Seelischen nur arbeiten, wenn ich es mit dieser Stärke, mit dieser Intensität erlebe, so dass jede kleine Gefühlsregung im Grunde ein ganzes Erdbeben wird, ein Zusammensturz von Bergen wird, eine Flut des Meeres wird. So stark muss ich es erleben in mir. Dann fange ich an zu ahnen, was das Seelische ist. Dann beginne ich auch zu ahnen, welche gewaltige Kraft da drinnen ist, um die Welt zu gestalten. Dann kriegt man schon ein bisschen eher ein Gefühl dafür, ja, wie sollen wir kleine Menschen da mitgestalten? Wir sind ja so schwach. Aber wir haben selbst in unseren seelischen Kräften, in unseren astralischen Kräften ein riesiges Potenzial zur Verfügung. Nur die große Gefahr ist, gerade in diesen astralischen Kräften oder dann auch in den ätherischen Kräften, also in den Lebenskräften, die wir haben, ja, da walten auch andere geistige Wesenheiten drinnen. Hilfreiche geistige Wesenheiten, die uns stützen, aber es gibt auch welche, die, sagen wir es vorsichtig, uns Widerstand leisten, uns auf Abwege bringen, damit wir unser Ich in Freiheit entfalten können. Wir werden also eigentlich zwischen Versuchungen nach links und nach rechts hin und her gerissen. Die
Gottheit von oben zwingt uns zu nichts. Sie sagt nicht, du musst diesen Weg gehen oder du musst diesen Weg gehen, sondern sie sagt nur, du sollst es selbst herausfinden. Und jetzt zerren von links Kräfte, die uns zu schnell vergeistigen wollen, es zerren von der anderen Seite Kräfte, die uns zu schnell festmachen wollen, ganz intellektuell machen wollen, materiell machen wollen. Wir müssen immer das Gleichgewicht suchen dazwischen. Also das, was Rudolf Steiner die luziferischen und die arimanischen Kräfte nennt. Mit denen haben wir es da drinnen in der Apokalypse auch sehr stark natürlich zu tun. Und die sind mächtig. Die sind mächtig, die scheren sich um unsere Freiheit nicht, sondern die versuchen uns immer zu verlocken. Sie versuchen uns unfrei zu machen. Das ist so paradox. Sie sind eigentlich zu ihrer Aufgabe, Rudolf Steiner sagt, abkommandiert worden, damit der Mensch die freie Entscheidung hat und sich nämlich entscheidet zwischen den Kräften, die dahin ziehen oder die dahin ziehen. Und die ziehen aber ganz stark. Aber wir müssen das Zentrum finden, die aufrechte Haltung sozusagen zwischen diesen widerstreitenden Kräften und noch mehr, die da darunter stecken und die hinter diesen luziferischen und arimanischen Wesen stecken. Da steckt noch gewaltiges Mehr dahinter. Und dieses gewaltige Mehr, was dahinter steckt, ist so stark und so fremd unserer Entwicklung in gewisser Weise und doch so nah, dass es auch, den Ausgang der ganzen Geschichte offen macht. Es ist nirgendwo gesagt, dass das Experiment gelingen muss. Auch die Gottheit kann es nicht sagen, dass es gelingen muss, weil eine Welt, die gelingen muss, hat keine Freiheit in sich. Eine Welt, die scheitern kann, ermöglicht die Freiheit. Daher das Privileg des Menschen ist immer wieder mal auch scheitern zu können, auch irren zu können, auch Fehler zu machen, gut zu sein, weil man auch böse sein kann. Wenn wir nicht ganz real böse sein könnten, könnten wir nicht aus eigener Kraft gut werden. Und der Weg der Menschheit ist ein Weg zwischen diesen beiden Polen und wir haben immer von beiden etwas mit. Und wir müssen es austarieren. Aber diese Kraft steckt in uns drinnen. Ja, und was hat es jetzt mit diesem Johannes auf sich, mit diesem Lazarus, mit dem auferweckten Lazarus? Was war das nämlich, diese Auferweckung vom Tode? Es ist nicht einfach nur, jetzt wird der Tote wieder reanimiert, das manchmal geht das in der Medizin auch nicht, zwar nicht nach 3,5 oder 4 Tagen wird es eher schlecht funktionieren, wie es hier im Johannesevangelium geschildert wird. Dort wird es ja geschildert, also auch die Erweckung des Lazarus, und da wird geschildert, also dass der Christus die Nachricht bekommt, sein guter Freund der Lazarus sei gestorben, und Christus tut also nichts dergleichen, um dorthin zu eilen, nimmt es einmal zur Kenntnis und wartet noch ab. Die Jünger drängen ihn, willst nicht hingehen? Nein, er wartet. Er wartet. Und erst am 4. Tage kommt er dort an und man begrüßt ihn. Ja, er stinket schon, also er beginnt schon zu verwesen, sagt man. Also es ist die Zeit vorbei, wo man eigentlich noch jemand auferwecken könnte, oder fast vorbei. Der Christus reizt das sozusagen bis zum letzten Moment aus. Und dann erweckt er ihn von den Toten oder von den fast Toten an der Grenze des Todes. Was bedeutet das? Es bedeutet einen Einweihungsvorgang. Und es bedeutet einen Einweihungsvorgang, wie er in den alten vorchristlichen Mysterien überall üblich war. Denn wie kann man etwas von der, sagen wir mal, jenseitigen Welt, nennen wir es einmal so, wissen? Mit den Sinnen kommen wir nicht dazu. Mit unserem Verstandesdenken, das man im Übrigen ja in der vorchristlichen Zeit noch nicht so stark ausgeprägt hatte, kommt man auch nicht hin, auch nicht einfach mit dem Gefühlserlebnis. Da kann ich glauben daran, dass es das gibt, aber damit erfahre ich es nicht. Wie komme ich wirklich zu einem Erleben hin? Als Mensch, der ihm schon in die Sinnlichkeit gestoßen ist. Ja, ich muss in einen todesähnlichen Zustand versetzt werden.
sodass meine Seele sozusagen eintaucht bereits oder heranreicht an dieses Reich, in das wir dann eingehen, wenn der Tod eintritt. Weil dann sind wir sicher nicht mehr in der sinnlichen Welt. Der Körper bleibt in der sinnlichen Welt und der zersetzt sich dann. Aber das Seelische, das Geistige des Menschen steigt in andere Regionen auf. Und die Einweihung bestand nun darin, dass der Einweihungsschüler nach langen Vorübungen, die sehr hart waren, die so hart waren, dass oft viele dieser Einweihungsschüler auch gestorben sind dabei, weil sie wurden also tödlichen Gefahren ausgesetzt. Tödlichen Gefahren, das war die Vorbereitung, weil wenn man in Gefahr kommt, in Todesangst kommt, fängt auch schon eine Lockerung an. Da geht das Seelische auch halt schon fast heraus. Und das mussten immer schwerere Prüfungen sein, die er durchstehen musste, weil das Wichtige war, er musste sein Bewusstsein behalten. Er muss mit dem Bewusstsein irgendwo dabei bleiben, dass er das erleben kann, was da passiert. Und so wurde das immer mehr gesteigert und die letzte Prüfung war, wir bringen dich jetzt ganz an den Rand des Todes und im letzten Moment holen wir dich zurück. Und da war eine ganze Priesterschar um den Einzuweihenden versammelt, eine 12-Zahl von Priestern in der Regel, die das beaufsichtigt haben, die vor allem auch dafür gesorgt haben, dass das kleine Ich, das dieser Einweihungsschüler erst hatte, das noch ganz unreif war, dass das nicht eingegriffen hat in den Prozess, sondern dass das die Gemeinschaft dieser Priester eben geleitet hat durch höhere Lenkung, die sie gemeinsam empfangen haben. Und dann ging dieser Einweihungsschüler in diesen Zustand hinein, durchaus auch mit Drogen und dergleichen induziert. Und am 3. Tage oder nach 3,5 Tagen etwa wurde er wieder erweckt, meistens bei Sonnenaufgang. Man hat das so zeitlich eingerichtet, dass das bei Sonnenaufgang am 3. Tage war. Und dann war er so gut trainiert, dass er jetzt in der kurzen Zeit nach dem Aufwachen erzählen konnte von dem, was er da erlebt hat. Also sozusagen hineingeschaut hat in das Reich des Todes. Das musste sehr schnell gehen, weil man kann eben diese seelisch-geistigen Erlebnisse nicht dem normalen Gedächtnis einprägen. Die sind weg. Das ist so, wie es wahnsinnig schwer ist, einen Traum festzuhalten. Es gibt Techniken dazu, aber dann übersetzt man eigentlich den Traum schon in etwas, was man sinnlich wirklich richtig greifen kann und dann fixiert man es so brockenhaft. Aber eigentlich, der Traum ist weg und genauso ist dieses geistige Erlebnis weg. Man weiß vielleicht, ja, ich habe da was gehabt, aber wie es genau war, weiß man nicht. Also musste er sehr schnell erzählen und die Priester haben das auch aufgenommen und sich Wort für Wort gemerkt, was er gesprochen hat. Und dadurch konnte er berichten davon, was in dieser nächsten Welt sozusagen sich abspielt. Und so ein Einweihungsvorgang war diese Auferweckung des Lazarus. Nur, was war das Sensationelle, was war das Neue? Es war immer diese 12-Zahl an Priestern notwendig. Es waren diese langen Vorübungen notwendig, damit der Einweihungsschüler überhaupt zugelassen wurde und fähig war, das Ganze dann nachher zu schildern. Jetzt kommt einer, dieser Jesus von Nazareth, und erfrecht sich, das als Einzelner zu machen. Als nicht autorisiert von der ganzen jüdischen Gemeinde, von den Pharisäern, nicht autorisiert. Und nicht nur das, er kann es, was sie selbst nicht mehr konnten in Wahrheit. Weil zu dieser Zeit hat die Einweihung schon praktisch nicht mehr wirklich funktioniert, in den wenigsten Fällen gut. Es ist eben die Zeit der alten Mysterien vorbei gewesen, weil ein neues Mysterium entstehen sollte. Und der Erste, der eigentlich teilhaftig ist an diesem Mysterium, noch bevor der Christus dieses Mysterium von Golgatha am Kreuz durchmacht, ist dieser Lazarus. Dieser Lazarus, der ja noch etwas ganz Besonderes hat, warum er nämlich den Namen Johannes dann annimmt. Es gab ja noch einen Johannes zur Zeit Christi, Johannes den Täufer.
Und dieser Johannes der Täufer hatte eine ganz besondere Beziehung zu dem Kreis um Christus und zu dem Apostelkreis auch, wurde aber ja jetzt bereits vor dieser Auferweckung des Lazarus ja enthauptet. Also durch Herodes enthauptet. Und Rudolf Steiner schildert jetzt, was mit dieser Seele, mit diesem Geist des Johannes des Täufers geschehen ist. Dieser Geist Johannes des Täufers wirkte so wie eine Art leitender Gruppengeist der Zwölfergemeinschaft der Apostel. Also sie haben eine Art Gemeinschaftsgeist entwickelt, in dem dieser gestorbene, enthauptete Johannes der Täufer wirkte, inspirierend wirkte. Und es geht weiter. Innerhalb des Kreises der 12 kommt eine Entwicklung zustande und es entsteht dann mit der Zeit ein engerer Kreis von 3 ganz besonderen Aposteln, die dem Christus besonders nahe sind und besonders weit mitgehen können, geistig mit dem, was er zu geben hat, die zum Beispiel die Verklärung Christi auf dem Berg Tabor miterleben können. Das erleben nicht alle 12 Apostel, sondern nur 3. Jakobus, ein gewisser Johannes und Petrus. Dieser Johannes, der da vorkommt, jetzt kommen wir noch zu einem 3. Johannes. Der eine ist der Lazarus, der diesen Namen dann annimmt. Der zweite ist der Johannes der Täufer. Und der dritte ist dieser Apostel Johannes, der zu den Zebedäus-Söhnen zählt, der in gewisser Weise Stellvertreter ist für den, dessen Platz, sein Platz wird dann eingenommen von dem auferweckten Lazarus. Daher schon einmal der Name Johannes. Aber das zweite ist noch Folgendes. Diese Dreiergruppe wurde dann ganz besonders von Johannes dem Täufer inspiriert. Zuerst die 12, dann die 3. Und mit der Erweckung des Lazarus entsteht eine ganz, ganz enge Verbindung zwischen Johannes dem Täufer oben in der geistigen Welt und dem auferweckten Lazarus Johannes unten, sodass sie im Grunde wirken wie eine Wesenheit, die sozusagen von der Tiefe der Erde hinausreicht bis zu den höchsten Höhen. Das ist also die Besonderheit dieses Apostels Johannes, dieses Evangelisten Johannes. Also er ist der erste durch den Christus eingeweihte Mensch. Und wer sollte berufener sein, eine Apokalypsis Jesu Christi zu schreiben, eine Wesensenthüllung Jesu Christi. Also das einmal als Grundlage, um zu sehen, dort ist ein relativ kompetenter Mensch, der darüber schreibt, über diese Dinge. Ja, jetzt erlebt also dieser Johannes, im Grunde, was er da schildert in seiner Apokalypse, ist natürlich eine Folge dieser Einweihung, die er erlebt hat. Das sind die Dinge, die er daraus geschöpft hat. Einerseits das Johannesevangelium, aber ganz besonders eben auch diesen Blick in die Zukunft, wo es hingeht, die ihm in der Apokalypse geschildert wird. Das ist der Inhalt dieser Einweihung in Wahrheit. Das hat er erlebt, das hat er mit hineingenommen und davon will er berichten. Und davon will er berichten dann an 7 Gemeinden in Kleinasien. So wird das hier drinnen geschildert, wobei diese 7 Gemeinden in Kleinasien, also in der Türkei, in der heutigen, repräsentativ sind für bestimmte Stufen der Kulturentwicklung, die die Menschheit durchgemacht hat. Rudolf Steiner spricht von 7 großen Kulturepochen, die die Menschheit durchgemacht hat, seit die Eiszeit zurückgegangen ist. Also in der nacheiszeitlichen Zeit
hat die Menschheit 7 große Kulturstufen durchgemacht. Von der ersten gibt es noch wenig Spuren, er nennt es die urindische Zeit, dann kommt eine urpersische Zeit, ist also noch lange vor der Zeit, wo man irgendwelche Nachrichten hat, aufgeschriebenes hat, die Schrift gab es noch nicht. Daher gibt es also schriftliche Dokumente erst aus viel, viel späterer Zeit, wo etwas nachwirkt von dem. Naja, und dann gibt es die ägyptische Zeit, schließlich das Griechentum, griechisch-römische Zeit, das ist die Zeit, in der der Christus auf die Erde gekommen ist, das ist die Zeit, in der der Johannes lebt. Und von hier aus blickt er dann noch in die Zukunft, auf weitere Epochen, die kommen werden, zum Beispiel auf unsere Zeit. Also der Steiner das Bewusstseinsseelenzeitalter nennt, weil wir jetzt so ganz wach bewusst werden sollen, was die Menschen damals noch nicht waren, nicht einmal noch zur griechisch-lateinischen Zeit, obwohl da schon der Verstand, das eigene Denken irgendwo aufwacht, aber noch nicht so vergleichbar ist mit dem, was wir heute haben. Heute sind wir wirklich mit unserem Bewusstsein ganz auf uns gestellt. Aber wir sind auch noch nicht das Ende der Entwicklung, es geht also noch weiter. Oder Steiner schildert, dass es noch 2 große Kulturepochen geben wird, die alle so etwa 2160 Jahre dauern. Das sind also ziemliche Zeiträume. Und dann wird die Menschheit auf eine neuere Stufe kommen. Und das heißt, was Johannes hier beschreibt mit den 7 Gemeinden in Kleinasien, die alle auch alte Kulte hatten, alte Einweihungsstätten waren, in denen ganz spezifische Prinzipien gepflegt wurden, eben zum Beispiel Ephesus hat noch ganz stark, Ephesus war die erste dieser Gemeinden, an die er schreibt, hat noch ganz starke Impulse, die zurückreichen bis in die erste Kulturepoche, bis in die urindische Zeit. Das sind die geistigsten Mysterien gewesen im Grunde und auch geblieben. Daher hat Ephesus so eine ganz besondere Stellung gehabt, auch im Griechentum. Also diese Mysterien von Ephesus, und eng damit verbunden war die Insel Patmos, auf der der Johannes seine Apokalypse geschrieben hat, in der Verbannung. Weil Patmos war zugleich so eine, weiß ich nicht, Gefängnisinsel, aber so eine Exilinsel von den Römern. Also die Leute, die unangenehm waren, hat man mal dorthin versetzt. Dem Johannes hat das nicht viel gemacht, da hat er seine Ruhe gehabt, eine kleine Gemeinde rundherum, und konnte so etwas Tiefes niederschreiben wie die Apokalypse des Johannes, weil sie müssen sich denken, man hat dieses geistige Erlebnis. Es in Worte zu fassen, die ein Mensch verstehen kann, ist noch ganz was anderes. Denn man hat ein riesiges Panorama vor sich, ein praktisch unerschöpfliches Panorama im geistigen Erleben vor sich mit tiefsten Erlebnissen, die einen tiefst innerlich erschüttern, die Erdbeben in der Seele sind. Und ich muss es jetzt im Grunde in banale äußere Worte fassen, die nicht geeignet sind, um das wiederzugeben. Ich muss es also übersetzen geradezu in unsere irdische Sprache. Das ist wahnsinnig schwierig. Und wenn man denkt, schon nur diese Stufe der Imagination, wo man also die Seelenwelt in Bildern erlebt, ja, dann denkt man, ja, das ist halt so wie Traumbilder, vielleicht ein bisschen geordneter. Ist es nicht. In seiner Reinheit, im Sinne vor einer christlichen Einweihung ist es nicht. Bei den alten Einweihungen, beim alten Hellsehen in alter Zeit war es schon so, aber es war deswegen so, weil das alte Hellsehen sehr stark körpergebunden war. Und daher zurückgreift auf die ganzen körperlichen Dinge auch, und daher die Bilder wirklich, die Visionen unmittelbar wie Sinnesbilder erlebt. Zwar man merkt, es ist nicht die äußere Welt, weil sie irgendwie eine andere Konstellation haben, aber sie wirken wie sinnliche Bilder. Es gibt aber ein viel, viel tieferes geistiges Erleben, das vom Leiblichen befreit ist. Und das ist der neue Weg, das ist der Weg, den der Johannes gegangen ist. Und dann sind es Bilder rein seelischer Natur. Jetzt frage ich Sie, wie stellen Sie sich ein rein seelisches Bild vor? Da gibt es keine sinnlichen Farben, da gibt es keine sinnlichen Töne, da gibt es keine sinnlichen Gerüche, da gibt es, ja, selbst
selbst was wir so im Irdischen als Gefühl erleben, oft, wenn man Angst hat, hat man Beklemmung da. Irgendwo, ich hoffe, jetzt habe ich nicht mein Mikro geklopft. Dann spüren wir was im Körper. Das alles haben diese seelischen Erlebnisse nicht. Und trotzdem sind sie ganz intensiv. Ich habe keine Worte dafür. Ich muss sie genauso übersetzen, wie sie der Johannes übersetzen musste. Man kann sie nur in sinnliche Bilder übersetzen, in sinnliche Erfahrungen übersetzen, die uns hier geläufig sind. Aber das kann sehr leicht zu Missverständnissen führen, weil man dann glaubt, aha, ja, jetzt weiß ich, wie das ausschaut. Nein, diese Bilder sind nichts anderes als, ich sage immer, Wegweiser. Tafeln, die vor uns stehen, die uns den Weg weisen, unser seelisches Erleben so weiterzuentwickeln, dass wir selber zur Quelle kommen. Und diese seelischen Bilder, diese seelischen Erschütterungen, diese Inspirationen, die dann kommen, also dieses seelische, geistige Tönen, wenn Sie es so nennen wollen, aber Tönen ist mit großen Anführungszeiten, ist wieder nur eine Übertragung, eine Übersetzung, dass wir das innerlich erleben können und dass wir schließlich mit Intuition ganz eintauchen in andere geistige Wesenheiten. Sie werden eins werden. Ich und Gott sind eins im Erkennen, so heißt es. Es gibt keine Trennung mehr. Da kann man sich nur langsam herantasten und das heißt, was will diese Apokalypse? Sie will diese Wegweiser, diese Tafeln aufstellen, die uns dorthin geleiten und uns im Grunde einen Schulungsweg bieten, einen ganz individuellen Schulungsweg, weil jeder muss ihn auf seine individuelle Weise gehen, um einmal zipfelweise dorthin zu kommen, um immer mehr Mann selbst zu werden. Das heißt, um immer mehr die eigene Ich-Kraft zu entdecken, handhaben zu können und damit das eigene Seelische nicht nur umzuwandeln, sondern vollkommen zu erneuern. Ich mache alles neu. Das steckt da drinnen. Und das schildert ihm jetzt der Johannes in den verschiedenen Sendschreiben an die 7 Gemeinden, sehr abgestuft. Eben, wenn man genau hinschaut, sieht man genau, wie sich diese einzelnen Epochen da drinnen widerspiegeln. Ich will Ihnen jetzt nicht alles vorlesen, weil sonst wären wir heute nicht fertig. Ich mache ja zwischendurch so einen Vortragszyklus, da haben wir 76 Vorträge bis jetzt gemacht darüber und wir sind noch lange nicht am Ende. Also das geht in ein paar Stunden, geht das einfach nicht. Also ich kann Ihnen nur Umrisse manchmal geben und so ein paar gewichtige Punkte herausheben. Ja, also er schildert diese Charakteristik der einzelnen Kulturepochen oder der Kräfte, die dort nachleben oder bereits vorausleben in gewisser Weise. Und manches ist sehr, sehr sprechend. Und sehr, sehr wichtig für uns ist das, was er spricht zu der Gemeinde von Thyatira, die repräsentiert seine Gegenwart, also die griechisch-lateinische Zeit. Also zu seinen unmittelbaren Zeitgenossen spricht er und vermittelt ihnen ein Wort des Christus. Und das möchte ich Ihnen einfach vorlesen, ganz authentisch. Ich weiß es zwar auswendig, aber es ist besser, wenn man es da Also er schreibt an diese Gemeinde von Thyatira, den Anfang spare ich mir jetzt einmal, aber es geht jetzt weiter. Wer überwindet und das Wirken aus meiner Kraft, also das sind die Worte des Christus, die vermittelt werden, wer überwindet und das Wirken aus meiner Kraft treu weiter pflegt, bis das Ziel erreicht ist, dem will ich eine Vollmacht des Ich geben, die über allem Volkswesen steht, und er wird ein Hirte der Völker sein mit dem ehernen Stabe.
Wie Tongefäße wird er sie zerbrechen können. Und jetzt kommt der fast zentrale Satz der Apokalypse. Die gleiche Vollmacht des Ich soll ihm eigen sein, die ich von meinem Vater empfangen habe. Und das gilt für jedes einzelne menschliche Ich. Die gleiche Vollmacht des Ich, die ich, der Christus, von meinem Vater empfangen habe, soll ihm eigen sein. Soll heißt, es ist noch nicht verwirklicht. Es verwirklicht sich nämlich nicht einfach von selbst, sondern wir müssen daran mitarbeiten. Nur indem wir tätig werden, kann sich das verwirklichen. Also niemand kann uns diese Kraft einfach so geben, sondern wir müssen sie gebrauchen lernen und selber gebrauchen lernen, selber tätig werden damit. Und dann sagt er noch, und ich will ihm den Morgenstern geben. Der Morgenstern ist so ein Blick auf die Zukunft einfach. Morgenstern ist in dem Sinn hier der Merkur gemeint, das ist so die Merkurhälfte, das ist die zukünftige Entwicklung der Erde, auf die da gewiesen wird. Nur morgen ist immer so Aufbruch ins Neue irgendwo hinein. Und das wird so leise angedeutet in diesen Bildern. Man muss sie lesen können, man muss sie spüren können, wenn man sie in der Seele spürt, wenn man sich erschüttern lässt. Das sind nur zarte Bilder jetzt. Das ist noch keine Erschütterung, das ist nur ein Beben, aber ein kleines Beben. Aber ist es nicht doch eine Erschütterung, wenn man sich, jeder von uns jetzt sagen muss, die gleiche Vollmacht des Ich soll ihm eigen sein, die ich von meinem Vater empfangen habe? Ist das nicht was Riesengroßes, eine weltschöpferische Kraft, die da drinnen potenziell ist, die wir nur lernen müssen zu gebrauchen? Und damit ist ja nicht gemeint, dass wir die jetzt so zum Zeitvertreib bekommen haben, so aus Jux und Tollerei, sondern das heißt, mit dieser Kraft dürfen wir, können wir, sollen wir an der Welt mitbauen. Jeder von uns. Was kann einen da noch erschüttern, wenn man weiß, diese Kraft hat man in sich? Was kann einen Menschen dann noch erschüttern? Wenn er weiß, potenziell ist in mir die Kraft, einen ganzen Kosmos neu zu erschaffen. Man muss es nur wirklich mit der nötigen inneren Erschütterung einfach erleben, diese Größe, die drinnen ist. In Worten lässt sich das leicht und schnell aussprechen, aber im Grunde müsste für uns eine ganze alte Welt zusammenstürzen und eine neue vor unserem Bewusstsein aufgehen. So groß ist es. Und das hat jeder von uns. Sonst wäre er nicht Mensch. Das ist also die große Botschaft drinnen. Und jetzt gilt es also, diese Entwicklung halt weiterzutragen durch die nächsten Kulturepochen. Und für unsere Zeit heißt es ganz besonders, dass wir in allem, was jetzt, von jetzt bis in die fernste Zukunft läuft, darauf bauen müssen, wir müssen alles neu machen. Es gibt nichts Altes mehr, das in der unveränderten Form bleiben kann. Nichts mehr. Das Alte hat uns den Tragegrund gegeben, auf dem wir uns entwickeln konnten. Es wird in uns auch noch eine Zeit geben, weil wir werden nicht die ganze Welt auf einmal gleich verändern. Aber wir müssen wissen, wirklich, das heißt wirkend ist nur das, was neu kommt, was neu schöpferisch durch den Menschen in die Welt hineinkommt. Das ist die Zukunft, das ist die Wirklichkeit. Man sagt oft, die Menschen sagen, naja, wenn du dir was denkst im Inneren oder einen Gedanken hast, das ist ja nicht wirklich. Das ist wirklich. Das ist eine Realität. Jetzt sage ich Ihnen was. Die Realität ist die Schlacke des Alten. Es ist eigentlich nichts mehr. In Wahrheit ist es nichts mehr, weil es nicht mehr geistig aktiv ist. Es ist gestorben. Und zwar die abgestorbene Hülle.
Das ist im besten Sinne, so haben es die Inder noch gesehen, Illusion. Das, was nicht sinnlich ist, nicht sinnlich fassbar ist, was nur geistig fassbar ist, was dieser Funke des eigenen Ich ist. Jedes einzelnen Menschen, das Ich des Christus, das Ich der Engelwesenheiten und so weiter, das ist das Wirkende in der Welt. Das ist das, was die Welt bewegt. Das ist Wirklichkeit. Mit dem verändern wir die Welt. Mit dem gehen wir in die Zukunft. Jeder für sich und alle gemeinsam mit dem ganzen Kosmos im Grunde. Und wie gehen wir diesen Weg? Wir gehen ihn so, dass wir, wenn wir Rudolf Steiner folgen, ja auch sehen, dass der Mensch nicht nur einmal auf der Erde lebt, sondern wiederholte Erdenleben durchmacht. Schon in der vorchristlichen Zeit war das so, da war das eigentlich ganz allgemeine Anschauung. Es ist ganz interessant, dass es gerade im Christentum, im kirchlichen Christentum eine Zeit lang ganz in den Hintergrund getreten ist, obwohl ja sowohl im Alten als im Neuen Testament genug Anklänge sind, die man, wenn man ein bisschen genauer schaut, deuten könnte in Richtung Reinkarnation. Also es ist nicht so, es gibt ja ein ganzes dickes Buch, hat ein evangelischer Pfarrer, glaube ich, hat das geschrieben, hat alles zusammengesammelt, was man, kein Anthroposoph oder sowas, also welche Stellen es gibt, die irgendwie auf Reinkarnation hindeuten könnten. Eigentlich ist es was Selbstverständliches. Man kann doch nicht glauben, dass ein Mensch, der jetzt geboren wird auf Erden, in einem Leben so viel weiterbringt, dass er dann am Ende so weit ist, weltschöpferisch tätig zu sein. Wirklich? Dass wir alle unsere, und die Voraussetzung ist dafür, dass wir alles das, was uns die Widersacher an Verführungen gebracht haben und uns dadurch in der Seele verdorben haben, dass wir das im Grunde alles ausgeschmerzt haben, nicht nur uns geläutert haben davon, das heißt, es auf die Müllhalde geworfen haben, mit der sie dann die anderen Menschen da würgen müssen, auf gut Wienerisch, sondern wo es in nichts aufgelöst ist und stattdessen etwas Neues, Höheres, Glänzenderes sozusagen in die Welt gekommen ist. Schaffen wir das wirklich in einem Erdenleben? Wer wagt das von sich zu sagen, dass er so viel in einem Erdenleben weiterbringen kann? Ich will niemand was suggerieren damit. Das ist, aber wenn man sich diese große Perspektive anschaut, liegt es nahe, danach zu fragen, ob das nicht mehrere Stufen braucht, ob das nicht einen Sinn macht, sich von Stufe zu Stufe weiterzuentwickeln. Und die Frage ist, wie geht es dann irgendwann weiter? Wird es jetzt endlos so weitergehen? Oder hört irgendwann die Zeit auf, wo wir uns so, wie wir jetzt sind, verkörpern auf Erden, weil wir das dann einfach einmal nicht mehr brauchen? Und zwar jetzt auf eine andere Art, als ich heute die viele Menschen denken, die Transhumanisten oder wo, die sagen, ja, der Mensch, so wie er jetzt ist unvollkommen, also wir müssen ihn weiterentwickeln. Ist also auch der Entwicklungsgedanke drinnen, wie machen wir das? Naja, auf technischem Weg natürlich. Wie sonst? Das versteht man heute. Technik können wir und vom Menschen verstehen wir vielleicht weniger, aber wir denken uns halt dann, wir können langsam, Schritt für Schritt den Menschen ja im Grunde durch die Technik ersetzen, beziehungsweise das eigentlich Menschliche dann in die Technik verpacken und die würde dann quasi ewig leben. Also wir sind dann, weiß ich nicht, in irgendeinem Computer gespeichert oder so, keine Ahnung. Es ist wirklich ziemlich fantastisch. Ich meine, es wird mit diesen Ideen wird sehr viel tolle neue Technik entwickelt, gar keine Frage. Nur das, was sie eigentlich wollen, werden sie damit nicht schaffen, weil sie den Menschen null verstehen. Also das ist das Problem. Man denkt, ja, heute die künstliche Intelligenz, die kann ja schon Dinge fast besser, als der Mensch sie kann. Es gibt wirklich tolle Sachen. Also ich mache jetzt gerade mein Andro-Wiki übersetzen auf Englisch mit Hilfe, auch mit Unterstützung eines Übersetzungsprogramms und das ist super gut. Das ist zu 99% richtig, ich brauche nur noch meinen Geschmack da ein bisschen was verändern, und es ist elegant.
Und das geht zack, 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 zack dahin. Kann das, nur warum kann es? Weil es ein Mensch trainiert hat. Und viele Menschen es trainieren, nämlich alle, die damit arbeiten. Das heißt, das ganze Ding war am Anfang völlig ein Kauderwelsch, was rausgekommen ist. Die Menschen haben es korrigiert und die künstliche Intelligenz kann eins, sie merkt sich das sozusagen, sie lernt dazu. Das heißt, sie macht ein Abbild letztlich der Fähigkeiten des Menschen. Das heißt, die künstliche Intelligenz ist nichts anderes als eine konservierte, allerdings beweglich konservierte menschliche Intelligenz. Was die künstliche Intelligenz nicht hat, sie hat keine Ahnung, kein Bewusstsein von dem, was sie da tut, warum sie es tut. Sie hat eben überhaupt kein Bewusstsein. Es ist ein rein physikalischer Vorgang, der abläuft, der aber vom Menschen in Wahrheit angefacht wurde, angeleitet wurde und der sich durch die Interaktion mit den Menschen, jeder, der es benutzt, mit jedem, der es benutzt, lernt das Ding weiter. Also die ist nie fertig, sie lernt weiter. Wenn ein Mensch jetzt sagt, der Deckner, das gefällt mir noch nicht ganz, verschiebe ein bisschen, dann geht das schon wieder ein in das Ganze. Die nimmt das mit. Die Variante ist auch gut, sozusagen. Das geht weiter. Also es ist der Mensch, der ein Wald dahinter steckt. Aber die Frage ist halt wirklich, wie wird es sein mit der Zukunft des Menschen? Wird es ewig so weitergehen, dass wir in seinem Körper herumrennen? Wird es so sein, wie es die Transhumanisten glauben, dass wir dann in einem Computer gespeichert sind oder als Roboter herumrennen? Oder wird es ganz anders sein? Naja, es wird ganz anders sein und es wird, wenn man den Ausführungen Rudolf Steiners folgt, dann deutet er an, dass die Menschheit bereits im 6., 7., 8. Jahrtausend aufhören wird, sich zu inkarnieren, zumindest die ersten Menschen. Das ist übermorgen im Grunde. Die paar tausend Jahre im Vergleich zu der Entwicklung, die wir als Homo sapiens hinter uns haben, ist das lächerlich klein. Jetzt wissen wir natürlich vom Äußeren her nicht, ob das wirklich so sein wird. Aber überlegen wir uns einmal, was das bedeutet. Das bedeutet also, wir müssten jetzt in den nächsten Jahrtausenden eine Entwicklung durchmachen, eine so rasche Entwicklung durchmachen, dass wir dann unseres Körpers nicht mehr bedürfen, um uns geistig weiterzuentwickeln, und zwar voll bewusst. Wir brauchen ja eben jetzt den Körper gerade dazu, dass wir durch ihn mit seiner Hilfe uns unserer selbst bewusst werden, und zwar so bewusst werden, dass wir auch frei sind dabei. Darum sind wir in diese Welt versetzt, damit wir frei sind. Wir sind versetzt worden in die Welt, wo gerade die Widersacherkräfte, Luzifer, Ahriman und was da noch so alles gibt, herumgeistern. Also wenn man so ein Bild gebrauchen will, sind die da von unten wirken, der Luzifer ein bisschen von da noch in unserer Sphäre, aber die halten uns da. Also in einem Bereich, wo die Engelwesenheiten und die normal gar nicht hineingehen. Wir wurden da hineingestellt, um frei zu werden. Den Blick nach oben und die Kräfte, die da uns ziehen. Und jetzt versucht da als freier Mensch zu stehen, aus Freiheit etwas zu tun. Und was heißt das? Das heißt, wenn wir das mit ins Geistige nehmen wollen, dann müssen wir diese Freiheit, dieses Bewusstsein der Freiheit, dieses freie, schöpferische auch ohne den Körper machen können einmal. Und das ist jetzt die Lernzeit, sozusagen immer mehr Impulse zu fassen, die, der Körperlichkeit als Stütze nicht mehr bedürfen. Das heißt, hat nichts mit Körperverneinung oder sowas zu tun, ganz im Gegenteil. Also ein Mensch, der sagt, ja, ich bin nur geistig und der Körper ist mir wurscht, der schafft sich eigentlich die meisten Hindernisse durch den Körper fürs Geistige. Am stärksten, nämlich interessanterweise, entwickelt man das Geistige, zum Beispiel im künstlerischen Tun, in der Bewegung, in der Eurythmie. Da muss der ganze Körper Werkzeug werden. Oder in der Sprachgestaltung, im Theaterspiel. Ich muss ganz das Geistige der Rolle, die ich darstellen will, muss ganz sich verkörpern können. Wenn ich das kann, dann brauche ich irgendwann einmal den Körper nicht mehr. Es dient nur dazu, dass ich im Geistigen so stark werde, dass ich das alles kann, was der Körper kann im Grunde.
Und dazu muss ich wirklich das ergreifen bis ins letzte Zipfel hinein. Also man kann sich da so leicht irren. Also es ist nicht gemeint jetzt so, ach, ich schwebe jetzt davon langsam. Nein, wir werden eigentlich immer mehr und mehr jetzt in der Zukunft einerseits das Körperliche ergreifen, studieren, verstehen, uns dessen bewusst werden. Das ist notwendig. Darum ist die ganze Technik auch notwendig. Die Technik, die im Grunde ja nichts anderes tut, als menschliche Fähigkeiten in Form von technischen Apparaten hinauszustellen und zu vergrößern irgendwo. Ja, dadurch lernen wir aber, was wir da eigentlich tun. Wir lernen es langsam, bewusst. So haben wir es bis jetzt immer irgendwie getan, einer ist halt geschickter, einer weniger. Aber jetzt lernen wir es auch ganz bewusst zu erfassen. Darum gibt es diese ganzen Erscheinungen, aber es ist einfach nur das Schattenbild trotzdem davon. Es geht um die geistige Entwicklung, die damit verbunden ist. Also wir werden keine Roboter werden. Also wir werden sicher genug schon bald durch die Gegend geistern, aber wir werden es nicht werden, mit Sicherheit nicht. Es wird sicher irgendwann einmal ein Abziehbüttel von unseren Erinnerungen einspeisen können überall, das ist alles kein Problem, aber das sind nicht wir. Das ist Schlacke, nichts anderes. Also das heißt, wir sollten schaffen, in den nächsten Jahrtausenden dorthin zu kommen, zumindest einmal auf den physischen Leib verzichten zu können, zumindest der eine oder die andere. Das ist eine kurze Zeit. Und das zeigt uns aber auch, wenn ich es jetzt vergleiche mit der Vergangenheit, dass die geistige Entwicklung, die Entwicklung überhaupt, aber eben die geistige Entwicklung ganz besonders ein riesiges Tempo angenommen hat. Es hat die äußere Zivilisation ein Höllentempo, sage ich, um uns anzuregen, ein entsprechendes geistiges Tempo zu entwickeln. Nicht zu sagen, na ja, in 10 Inkarnationen reden wir weiter, aber jetzt noch nicht. Sondern es gilt jetzt einfach aktiv zu werden, diese Kraft entfalten zu wollen. Weil niemand zwingt uns dazu. Es ist unser freier Entschluss. Also es gibt niemanden, wo wir uns beschweren können, wenn es nicht geht, außer bei uns selbst. Also es geht. Es geht Schritt für Schritt. Es sind die kleinen Schritte. Es ist immer der eine kleine nächste Schritt. Im Faust heißt es so schön, die Seherin Manto spricht es zum Faust im 2. Teil und führt ihn dann in die Unterwelt, also ins Reich des Todes hinein. Was dort passiert, wird gar nicht so genau geschildert. Er spielt dann eine Weile nicht mit, taucht dann erst später wieder auf, aber dann sagt sie zu ihm, den lieb ich, der Unmögliches begehrt. Ja, das ist der Mensch, wenn er aus seinem Ich tätig ist. Er begehrt immer das, was jetzt noch nicht möglich ist mit den Fähigkeiten, die ich habe, sondern den einen Schritt darüber hinaus führt. Weil so entsteht Entwicklung. Solange ich mich in den Grenzen dessen habe, was ich sozusagen mitbekommen habe, was ich mir bis jetzt erworben habe und mich in dem Kreis bewege, ist das sehr gemütlich und nett, aber das gestaltet nicht die Zukunft, wird nicht Wirklichkeit, ist nicht Wirklichkeit. Dann sonne ich mich halt auf dem, was ich schon erreicht habe und sage, lassen wir es gut sein. Aber die Wirklichkeit ist der Schritt, der eine Schritt über die Grenze hinaus. Immer der eine, kann so klein sein, ist ganz egal. Das Unmögliche möglich zu machen. Dort ist Geistiges da. Wo das nicht da ist, ist es nicht aktuelles Geistiges. Dann ist es Erinnerung, die ich mir irgendwo aufgezeichnet habe. Dann arbeite ich mit den alten Kräften. Ist ja gut, ist nichts dagegen zu sagen. Nur wenn der eine kleine Schritt fehlt, nützt uns das alles nichts. Und das heißt, wenn heute das geistige Entwicklungstempo hoch ist, heißt das, viele kleine Schrittchen zu machen, auch oft zu stolpern dabei. Macht auch nichts. Es kann durchaus sein, dass einmal 2 Schritte voraus einer zurück ist. Das ist schon, es gehört zum Menschen dazu. Es ist das Privileg des Menschen, wirklich das Privileg des Menschen, scheitern zu können, irren zu können, ja sogar böse sein zu können.
Sonst hätten wir die Freiheit nicht. Aber aus der müssen wir die Welt neu gestalten, wenn wir uns selbst treu sein wollen. Treu sein wollen dieser Kraft, die wir bekommen haben. Dieselbe Vollmacht des Ich, die ich von meinem Vater empfangen habe. Wenn wir uns dessen würdig erweisen wollen, dann sollte man das halt einfach tun. Zwingen kann uns niemand, man kann es auch verweigern. Aber das ist auch der andere Weg, den die Apokalypse zeigt, dass für die, die es verweigern, aus ihrer Freiheit heraus verweigern, hartnäckig verweigern bis zum Ende hin, gibt es auch eine Abzweigung woanders hin. Wer nicht in dieses Reich der Freiheit aufsteigen will, in dieses lichte geistige Reich, für den gibt es auch ein geistig gesehen dunkles Reich, in dem man aber sich sehr viel Macht erwerben kann, allerdings ohne Freiheit. Und das ist das Reich der Widersacher, in die man hineingezogen wird. Also das ist schon vom Anfang an, deutet sich das an in der Apokalypse und es wird halt von Schritt zu Schritt stärker, dass es eigentlich heißt, ja gut, dieser Schritt voraus heißt aber auch immer wieder in Konfrontation treten mit diesen Widersachern und immer mehr mit ihnen sich auch auseinanderzusetzen. Wir stehen ja jetzt gerade in der Michaelszeit drinnen, also im Jahreslauf, und wir stehen aber auch im Großen gesehen in einem Michaelszeitalter drinnen. Und Michael ist der Mut macht. Mut macht, diesen Kampf mit den Widersachern aufzunehmen. Und diese Kraft in sich zu entfalten. Aber was hat dieser Michael ja gemacht? Er hat den Drachen, wie man so schön sagt, besiegt. Er hat ihn besiegt, er hat ihn auf die Erde geschleudert. Und wir haben ihn jetzt. Er hat im Grunde die geistige Welt gereinigt davon, von diesen Kräften, die da hinaufgreifen wollen. Wir haben ihn jetzt. Und wir müssen uns jetzt auseinandersetzen damit. Darum brauchen wir zum Michael dazu auch das Bild des Ritters Georg, der auf Erden jetzt diese Aufgabe übernimmt. Und der Punkt ist nämlich diese endgültige Überwindung der Widersacher. Ja, wenn ich jetzt eine große Perspektive nehme, die Erlösung der Widersacher. Weil die Widersacher sind, so nennt es der Steiner immer wieder, und das ist ein nett gewählter Ausdruck, sage ich mal, sie wurden abkommandiert zu ihrer Aufgabe. Also halt jetzt in sehr menschlichen Begriffen ist das ausgedrückt, sie wurden bestellt, um als Widersacher tätig zu sein und dadurch mitzuhelfen, dem Menschen die Freiheit zu geben. Und jetzt soll man sie verurteilen dafür, das sind die Bösen da unten. Die Widersacher sind nicht die Bösen. Wir werden böse, wenn wir einseitig uns von ihnen verführen lassen. Das Geheimnis des Bösen ist nicht, da sind die Guten und da sind die Bösen unten, die Widersacher, sondern wir haben immer wieder die Wahl, wo wir uns hinwenden. Der Luzifer ist in dem Sinn nicht böse, wenn er uns verführt. Nicht einmal der Ahriman ist böse, wenn er uns verführt. Und gibt es noch Tieferes, auf die werden wir vielleicht noch kommen, dann im zweiten Teil. Wir müssen uns entscheiden. Wir müssen jetzt mit dem Drachen kämpfen, mit dem Drachen im weitesten Sinn, es wird ja dann sehr genau ausgeführt in der Apokalypse, mit dem Drachen sind eben diese verschiedenen Kräfte der Widersacher gemeint, beziehungsweise noch genauer, der Drache sind wir selber. Wir sind der Drache, wir werden dieser Drache, wenn wir diesen Kräften folgen. Da ist dann zum Beispiel die Rede von dem Drachen mit den 7 Häuptern und den 10 Hörnern. Da denkt man, ja, was kommt denn da jetzt für ein schreckliches Wesen auf uns zu? Ja, brauchen wir uns nur in den Spiegel schauen, das sind wir. Niemand anderer als wir. Wir sind es.
Im seelischen Erleben, im geistigen Erleben kommt es auch gerade so vor, wenn man sich bedroht fühlt, man denkt, jetzt kommt eine Kraft auf mich zu, die bedroht mich, dann kann man schon ziemlich sicher sein, das bin ich selber. Das sind meine eigenen Unarten. Und ja, tatsächlich, die bedrohen mich am stärksten, weil da ist immer der Kampf, wer ist stärker, ich oder ich? Wir haben halt immer ein Ego auch, das in eine andere Richtung zieht. Das ist der Teil von uns, der halt zu sehr gefolgt ist dem Widersachern. Und die Folgen davon haben wir in uns. Und mit denen müssen wir ringen. Also das heißt, Weltverwandlung bedingt Selbstverwandlung. Ohne dem ist Weltverwandlung nicht möglich. Und das ist so wichtig, das zu wissen. Zum Beispiel, es kann keine Wissenschaft der Zukunft in Wahrheit geben, die nicht 1:1 damit zusammenhängt, dass der Mensch, der diese Wissenschaft betreibt, sich selbst weiterentwickelt. Und zwar nicht nur intellektuell, sondern als ganzer Mensch weiterentwickelt. Das haben wir heute hier und da bei Einzelnen sicher, aber dass es gelehrt wird auf der Universität oder so, ist nicht wirklich der Fall. Also Welterneuerung durch Selbsterneuerung. Das ist auch so ein Kerngedanke der Apokalypse. Und wenn wir jetzt in diesen paar Jahrtausenden so weit sind, das geschafft zu haben, dann geht es in ein neues Zeitalter über, wo wir, oder zumindest ein Teil der Menschheit, nicht mehr körperlich auf der Erde weilen wird, aber sehr wohl noch mit dem Erdgeschehen im weitesten Sinne verbunden sein. Man kann sich das so schwer vorstellen, wie denn das sein wird. Ja, müssen wir mal ein bisschen abwarten, aber wir werden dann einfach nicht in einer geschlossenen Körperlichkeit sein, wie es jetzt ist, sondern zunächst einmal verbunden sein mit den Naturelementen, mit den Lüften, mit dem Wasser, mit sonst irgendwas, und dann geht es halt stufenweise weiter. Wir lösen uns langsam. Aber es ist halt für uns heute, weil wir so in uns gefesselt sind heute und die Welt halt so ungeistig sehen, erleben wir ja nicht mit, wie viel Geistiges da draußen noch ist. In der Natur. Da leben viele geistige Wesenheiten. Und sichtbar das heißt sinnlich sichtbar, physisch sichtbar, werden die wenigsten Wesen. Das sind halt wir Menschen, die Tiere. Bei den Pflanzen merkt man schon gar nicht, was da alles noch dahinter steckt. Da steckt überall geistiges Wesen dahinter, in allem. Es gibt nichts Geistloses. Selbst das Mineral hat Geistiges in sich. Und wirkt in sich, um sich, wie man das auch immer nennen will. Es wirkt auf jeden Fall mit. Und mit diesem Element werden wir uns verbinden. Ich meine, in gewisser Weise unser wirkliches Ich. Wo ist es denn? Man sagt, naja, irgendwo da drinnen. Da oben vielleicht, oder weiß nicht, in der kleinen Zehe. Oh ja, wenn ich mich anhaue, irgendwo habe ich schon das Gefühl, es ist da unten auch drin. Aber das ist im Grunde nur so ein kleines Ego, das erlebt. Das sagt, oh das war nix. Oder da oben sagt das Ego, ich bin so gescheit, das weiß besser alles als alle anderen. Dann ist das noch nicht wirklich unser Ich. Unser Ich ist überall da draußen. Auch jetzt, wo wir da sitzen, wo ich da stehe, unser wirkliches Ich ist überall da draußen. Mit dem sind wir verbunden. Im Geistigen gibt es nicht die räumliche Trennung. Dort ist es. Nur von dem kriegen wir noch sehr wenig mit in unser Bewusstsein. Wir kennen nur das Spiegelbild. Das Spiegelbild, das noch dazu halt ein bisschen verbogen und verzerrt ist durch das, was die Widersacher mit uns machen, wenn wir es zulassen. Und die Erfahrung zeigt, dass wir das ganz gern zulassen. Weil die Widersacher haben ja also den Ding, dass sie uns das irgendwie angenehm oder verlockend machen. Es ist überhaupt so die Wirkung der Widersacher, wenn man sich vorstellt, die Widersacher, das wird schrecklich, wenn ich denen begegne. Na, das Gefährliche ist eigentlich, dass es gar nicht schrecklich ist, sondern dass es verlockend ist. Geistig ist das Bild erschütternd dann, wenn ich sehe, was das bewirkt und ich mich darauf einlasse, dann sind die ganzen Bilder gerechtfertigt. Aber eigentlich in Wahrheit arbeiten die Widersacher dazu, ja komm, es ist schön, es ist moralisch. Es ist doch christlich, was du tust.
Das Wort kann man gut gebrauchen. Das gebrauchen die Widersacher, um keine Scheu davor es zu verwenden. Es wird ja vieles heute mit dem Schmäh der Moral verkauft. Und so verstandesmäßig so klar geschildert, dass man so, ja, ich kann ja gar nicht anders. Und es ist absolut, führt in den falschen Weg, weil es gegen das menschliche Ich, gegen die Freiheit des Ich, das heißt gegen die Kraft, die ich von meinem Vater empfangen habe, gerichtet ist. Weil da sind halt die Widersacher, die Opponenten dagegen. Und das heißt für unsere Zukunft wird entscheidend sein, dass alles auf die Freiheit des Individuums, ich sage es ganz bewusst, auf die Freiheit des Individuums gegründet ist, dass nichts mehr kollektiv entschieden werden kann, sondern dass eine gemeinsame Entscheidung nur durch das Zusammenwirken freier Individuen passieren kann. Und das kann ich auch nicht mit einer Abstimmung oder sonstigen machen, sondern das muss man im freien Gespräch miteinander, im freien Handeln miteinander, dort muss es sich realisieren, in der konkreten Situation. Es gibt für die Zukunft hin keine allgemeinen Moralregeln mehr oder was. Das sind die Widersacher. Die Widersacher sagen, ja, dann machen wir jetzt ein schönes System, das soll für alle funktionieren. Ja, ich weiß schon, Gesetze und sowas brauchen wir jetzt noch. Es wird eine Zeit kommen, wo wir es nicht mehr brauchen. Und das wird wohl sein, in der nächsten Kulturepoche wird das sich realisieren. Das wird sich jetzt in der nicht realisieren lassen, fürchte ich. Also, da brauchen wir noch ein bisschen, auch wenn wir noch so schnell uns bewegen jetzt. Aber es wird dorthin kommen, dass eine Gemeinschaft der Menschen funktioniert, die zwei Pole hat. Das Individuum und die Gemeinschaft der ganzen Menschheit. Das bedingt einander. Je mehr der Mensch Individuum wird, desto mehr wird die ganze Menschheit sozusagen das Pendant dazu. Also die Menschheit wird sich realisieren als Menschheit, die nicht geteilt ist in Völker, in Gruppen, in Stämme oder so etwas, sondern die sich aus einzelnen individuellen Menschen zusammensetzt. Wo die körperliche Abstammung keine Rolle mehr spielt zum Beispiel. Wo selbst aus der Familienzugehörigkeit eine freie geistige Gemeinschaft wird, die man wählt oder vielleicht auch nicht wählt, dann geht es auseinander. Ich meine, heute sehen wir das, dass es vielfach auseinandergeht. Aber dort, wo es nur Gemeinschaft ist, weil es mit dem Blut zusammenhängt, das aus der Vergangenheit kommt, dort wird es immer gefährlicher sogar werden. Dort werden die größten Probleme auftreten. Ist heute teilweise schon. Es muss eine freie geistige Gemeinschaft werden. Und das muss man einfach sich erringen. Es wird auch Kämpfe geben. Freie Gemeinschaft heißt da, oder frei aus dem Ich tätig sein heißt da nicht immer, dass man nur sanftmütig mit sich umgehen muss. Es gibt manchmal ja Kämpfe, Erringen. Wichtig ist, dass es nicht aus Hass geschieht, nicht aus Böswilligkeit geschieht, den anderen niederzuringen, sondern dass man halt einfach ringt miteinander, gemeinsam ringt, um ein höheres zu finden, ein höheres Ziel zu verwirklichen. Und das lässt sich halt nur erringen, aber nicht per Gesetz verordnen. Weil was heißt das Gesetz verordnet? Da ist halt dann oben einer, der bestimmt. Der nimmt sich die Freiheit oder die Frechheit heraus, es zu bestimmen. Also man muss es gemeinsam erringen. Das ist wichtig. Ja, dann werden wir die Chance haben, also auf die nächste Ebene zu kommen. Aber wichtig ist dazu auch Folgendes, dass wir eine neue Art des Erkennens, des Denkens, des Erlebens überhaupt entwickeln. Eben langsam, wenn wir dann wirklich in ein paar Jahrtausenden den Körper verlassen wollen, müssen wir jetzt schon beginnen, ein bisschen, wie ist denn das in dieser Welt zu leben, wahrzunehmen, sie als Wirklichkeit, nicht als Realität, als wirklich. Realität ist das Gestorbene, sondern als Wirklichkeit zu erfahren, mit ihr umzugehen. Wie kann unser Denken, unser Erkennen dorthin kommen, jetzt bereits eine Erfahrung von dieser Welt zu bekommen, wie anfänglich auch immer. Also ich rede jetzt nicht von einem großen Hellsehen oder sowas. Wie können wir uns herantasten
dass wir diese Welt, ich sage einmal geistig zumindest spüren lernen. Sie geistig, ihrer geistig gewahr werden. Dann müssen wir überwinden, langsam, unser Verstandesdenken, das ganz ans körperliche Werkzeug gebunden ist. Wir müssen es haben, wir haben es heute sehr entwickelt, aber um diesen weiteren Schritt zu bringen, muss man, wie Rudolf Steiner das manchmal nennt, das Opfer des Intellekts bringen. Horchen Sie auf die Worte genau, das Opfer des Intellekts. Na, dann sagt jetzt einer, ich bin ziemlich blöd. Dann werde ich ja sehr gut vorbereitet sein dafür. Dann habe ich aber nur die Hälfte des Satzes erfasst, weil Opfer heißt, ich muss etwas haben, was ich hingeben kann. Und in der Regel ist das Opfer mehr wert, je mehr ich dazu geben habe. Also es heißt nicht jetzt einfach, je dümmer, desto besser ist die Voraussetzung, sondern es heißt eigentlich schon den Intellekt pflegen, arbeiten können damit, umgehen können damit, aber ihn dann, wenn dieses geistige Erleben kommen soll, völlig beiseite zu stellen. Das zu erleben und dann, weil ich es ja vielleicht dem anderen erzählen will, weil ich es vielleicht niederschreiben will, weil ich es mir selber jetzt ganz auch ins irdische Bewusstsein bringen will, wieder mit dem Intellekt zu verbinden. Weil dann muss ich es nämlich in klare Worte fassen, in klare, auch logisch überschaubare Zusammenhänge, nicht irgendeine Vision, ich habe gesehen. Man denkt sich, was hat er denn da alles gesehen? Ja, man kennt sich hinten und vorne nicht aus. Nein, das wirkliche geistige Erleben ist damit verbunden, dass ich ganz klar überschaue, auch nicht nur wie es ist, sondern warum es ist, wie eines mit dem anderen zusammenhängt, wie es mich und meine Aufgabe betrifft, wie es die anderen Menschen betrifft mit ihrer Aufgabe, wo diese ganzen Zusammenhänge mir vor dem Bewusstsein stehen, die ich nicht in ihrer Fülle in Worte fassen kann, aber von der wenigstens die Teile, die ich heute jetzt brauche, hereinholen kann, in Worte, in klare, logische Zusammenhänge gießen kann. Das brauche ich, um es zu übersetzen. Das muss der Rudolf Steiner auch immer tun. Wir dürfen nicht glauben, die Schilderung, jetzt kann ich mir das vorstellen. Nein, es sind eigentlich immer nur die Wegweiser. Die Wegweiser zum eigentlichen geistigen Erlebnis. Weil das geistige Erlebnis kann man nicht aufschreiben, 1:1, so wie es ist. Dann ist es schon im Grunde tot. Und dann ist es ist einfach nur mehr die Tafel, die dort hinweist. Und es soll nur, wenn es gut geschrieben ist es zugleich mehr als ein Wegweiser, es ist eine Landkarte, die mich führt dorthin, wenn ich sie gehen will. Aber gehen muss ich sie dann selber. Ich kann nur sagen, interessante Karte. Und mach keinen Schritt, dann wird es nicht funktionieren. Also das heißt, es ist eine Einladung, ein Hinweis darauf, welchen Weg oder welche Wege, weil es sind ihrer viele. Es ist eben nicht nur eine Autobahn, bei Gott nicht, sondern es sind viele Wege, die möglich sind. Und jeder hat eine Orientierungshilfe, um seinen Weg zu finden. Und es kann dann sogar sein, dass man irgendwo hinstolpert, wo auf der Landkarte nur ein weißer Fleck ist. Weil die Welt ja so reich ist, diese geistige Welt. Es ist ja unglaublich, wie armselig unsere äußere Welt im Vergleich dazu ist, im Grunde. Ja, damit schimpfe ich gar nicht darüber. Aber es ist nur eine viel größere Steigerung und es geht da um ein Bewusstsein zu entwickeln, das fähig ist, oder stark genug ist, groß genug ist, das wirklich fassen zu können. Mit unserem Verstandesbewusstsein können wir es nicht fassen. Da würden die ganzen Bibliotheken der Welt nicht ausreichen, um es zu fassen. Wenn sich das Bewusstsein erhalten kann, wenn wir uns vom physisch-körperlichen Werkzeug lösen, das wir eigentlich hauptsächlich fürs Bewusstsein haben, so gesehen jetzt, wenn wir das schaffen, zumindest auf die nächste Ebene zu kommen, nur mehr mit den Lebenskräften irgendwo verbunden zu sein, mit dem, was uns belebt, was aber eben nicht das Physische selber ist, sondern die Kraft ist, die das Physische formt. Wenn wir mit dem wirklich
bewusst werden können, auch erleben können, diese Kräfte, die da drinnen sind, dann ist plötzlich dieses Problem, so viele Fakten, so viele Details, wer soll sich denn das merken, das überschauen? Man überschaut es in seinem lebendigen Zusammenhang. Es ist da. Und ich brauche geistig nur den Blick von einem Eck zum anderen richten und ich sehe alles. Aber das Wort sehen ist natürlich wieder eine Übertragung jetzt von mir. Aber es ist da und ich brauche im Grunde, wenn ich es übersetze, in eine kommunizierbare äußere Sprache nichts anderes tun, als das ablesen, was da steht, was ich da sehe. Aber dann kann ich halt immer nur Einzelnes herausgreifen. Die ganze Fülle, es geht nicht, das ist unerschöpflich. Jede wirkliche Imagination ist unerschöpflich. Die kleinste Imagination enthält die ganze geistige Welt in Wahrheit, weil es nichts gibt, was nicht damit zusammenhängen würde. Es ist nur so der erste Blickpunkt, den ich finde. Und daher kann man auch immer, wenn man sagt, jetzt habe ich die Michaels-Imagination und dann habe ich im Sommer die Uriel-Imagination und die sind scheinbar so weit auseinander. Aber innerlich ist das alles verbunden. Und ich komme vom einen ins andere. Und das sind ganz wichtige Dinge. Das ist nur so als Randbemerkung jetzt dazu. Jetzt schaue ich noch mal ein bisschen, wie wir mit der Zeit ausschauen. Die richtige Zeit. Genau die richtige Zeit. Gut, dann sehe ich, dass ich im zweiten Teil Ihnen noch einiges zu erzählen habe und das etwas mehr raffen muss. Wir sind also jetzt gekommen bis Übergang von den Sendschreiben an die 7 Gemeinden zur nächsten Stufe, die Öffnung der Siegel, der 7 Siegel, das ist die nächste Stufe. Aber machen wir jetzt eine Pause. Danke.